Guten Morgen allerseits. Anfang Dezember war ich für eine Woche im schwedischen Lappland, also die nördliche Spitze von Schweden, und der Bereich ist nördlich des Polarkreises. Der Polarkreis verläuft ungefähr da, wo die Baustelle ist. Wir sind mit dem Bus von Oslo nach Kiruna gefahren. Das waren ungefähr 22 Stunden Busfahrt, an dem einen Morgen losgefahren und am nächsten Morgen angekommen. Die Durchschnittstemperatur lag bei ungefähr minus 10 Grad, was für den Bereich und für die Zeit relativ warm war. Unsere Stationen waren Kiruna mit der weltgrößten Eisenmine, Jukkasjärvi mit dem Eishotel, außerdem Narvik am Fuße der Lofoten in Norwegen und Jokkmokk mit dem Sami-Museum. Wir haben hier ganz echte schwedische Gardinen, sozusagen in freier Wildbahn. So, das ist jetzt hier in Kiruna. Wir haben gerade ungefähr 10 Uhr am Morgen. Die Sonne geht in einer halben Stunde auf und das ist eine schöne alte Holzkirche da vorne. Ich werde diesmal nicht ganz so viel zu dem Video sagen, sondern mehr die Bilder und Videos selbst für sich sprechen lassen, weil so viel zu sagen gibt es da auch gar nicht wirklich. Da geht langsam die Sonne auf. Das ist die weltgrößte Eisenmine mit über 1000 Kilometer Gängen und Schächten und die ist auch heute noch aktiv. So, alles voller Schnee. Schaut ziemlich cool aus. Also was ich sagen muss, das ist hier ziemlich cool. Egal was, das schaut aus, als wäre alles irgendwie einfach aus Schnee gebaut. Selbst die Unterführung hier. Es ist alles komplett schneebedeckt. Und die Unterführung ist aus, keine Ahnung, auf jeden Fall weiß. Wir haben hier gerade Sonnenaufgang in Jukkasjärvi beim Eishotel. Die Farben waren natürlich nicht genauso, wie man sie hier gerade im Video sieht, aber sie waren trotzdem ziemlich beeindruckend. Die Temperatur wird hier bei minus 7 Grad gehalten, so dass das Eis nicht schmilzt und man trotzdem als Mensch relativ gut da arbeiten kann. Das ist jetzt die Eingangshalle des Eishotels mit der Eisbar und Eisblöcken, wie man hier sieht, und Eiswände, wie das eben so ist in dem Raum, dass es Wände gibt. Und die Decke ist auch logischerweise aus Eis bzw. Schneis. Eine Kombination, eine extra angefertigte Mischung aus Schnee und Eis, die
ich denke sogar tatsächlich für dieses Eishotel extra auch entwickelt wurde, so dass es stabiler ist und auch mehr Tragkraft hat und die Form beibehält. Hier sehen wir die Beißaar, einen Latzenkeuchter und nochmal die Beißaar. Hier waren wir bei einer Sami-Familie mit Rentieren und konnten die Rentiere füttern und teilweise sogar anfassen und einfach angucken und haben einiges gelernt über die Viecher. Zum Beispiel, dass die Schneedecke manchmal um die 2 Meter hoch ist und die laufen dann einfach unten drunter unterm Schnee und sind damit vor dem Wind geschützt. Und man sieht manchmal so die Geweihe oben rausschauen aus dem Schnee, aber der Rest des Tieres ist komplett unterhalb des Schnees. Snow starts to melt in the spring area. They leave the spring area in the winter. No, the summer area. And because in this area, where the snow Did you get one? No, I couldn't get it. Wait, can you try now? Yeah. No, maybe. Wir sind mit dem Zug dann von Björkeliden, wo wir gewohnt haben, nach Narvik gefahren, und zwar mit dem sogenannten Arctic Circle Train. Es waren knapp 2 Stunden Zugfahrt durch die Landschaft, wie man sie hier sieht, mit Bergen, Wäldern teilweise, manchmal wie hier ein paar Häuser und Städtchen oder Dörflein und einige Tunnel. War eine sehr schöne Aussicht. Genauso wie im Vigelandspark sieht man hier auch einige Statuen, die wieder Sport zeigen oder Spiele, also auch im Norden Norwegens war das sehr beliebt. Narvik war eine Stadt, die im Zweiten Weltkrieg sehr umkämpft war, von den Deutschen angegriffen, weil es quasi der Knotenpunkt war mit Schiffverkehr zu den ganzen Eisenvorräten von Norwegen und Schweden. Und da gab es relativ große Schlachten. Es gibt auch das sogenannte Kriegsmuseum, also das Kriegsmuseum, wo die ganze Geschichte erzählt wird und ja, das Ganze ein bisschen aufgearbeitet wird. Wir haben uns allerdings eher auf den schönen Teil konzentriert und sind auf einen Berg hochgelaufen, um ein bisschen die Aussicht zu genießen. Und das Wetter war ziemlich wechselhaft, von einer Minute auf die nächste extrem neblig und schneeig und in der nächsten Minute wieder ziemlich klar. Hier in Björkeliden hatten wir unsere 2 vorletzten Übernachtungen. Und hier sieht man auch gleich unsere Unterkünfte. Das waren so Bungalows, ziemlich viele, aber sehr schön. Und hier haben wir auch ein paar Nordlichter gesehen in der Nacht. Und da hat es dann so ungefähr ausgesehen von den Bedingungen. Und dann sind wir auf die Jagd gegangen und es war auch erfolgreich. Drog over Saltenhav til Norge hans korsmann stande blant gode brandsklipper han fant sin grav der vankert så plådigen panne vel opp for dag de kommer vel over den hede vel rom
Norrlands kuster han styrde i land. Erklärte sig för en fiende. Han följde efter 1400 man. Som alle hade vant i sinne väl uppför dag. De kommer väl över den hete. De kände omrände var de kom frem. All folk rätt manne de kränke. Aldingens av makt rörte I dem. De spottet den i gretende enke väl uppför dag. De kommer väl över den hete. Fett onter lider där löper en strid. Som hammande kring en kalte låken skunder sig där förbi. I den skall fienden falle väl uppför dag. De kommer väl över den het. Unsere letzte Unterkunft in Jokkmokk bzw. bei Jokkmokk. Sehr schöne Umgebung, allerdings die ganze Zeit ungefähr minus 15 bis minus 17 Grad. Das Bärtler ist gefroren und ich habe verloren den Sinn für Humor und finde schon wieder keinen rein. Nach etwa einer Stunde Fußmarsch bei minus 17 Grad hat der Spaß natürlich irgendwo dann auch mal wirklich aufgehört. Aber es war eine echt interessante Erfahrung und ich weiß jetzt, dass ich gescheite Kleidung habe, dass die mich warm hält und ja, bin ganz froh darüber. Nach diesem Spaziergang zum Sami-Museum war unser aller Haar gefroren, einschließlich meines Bartes natürlich, aber war ziemlich lustig, das auch mal so zu erleben. Im Sami-Fjäll-Museum, also das Sami- und Felsen-Museum, konnte man alles über die Sami-Kultur lernen, über die Leute, die ursprünglich da in Lappland wohnen und die immer mit den Rentieren mitlaufen. Das sind quasi Nomadenvolk, deren Leben und Lebenszyklus sich komplett an den Rentieren orientiert. Und es ist nicht nur das Leben, sondern die Religionen, die Traditionen und alles, die Bräuche, ist komplett, ja, alles dreht sich den ganzen Tag immer überall um Rentiere. Hier sind wir in einer der Lager- und Arbeitshallen des Eishotels, wo die Eisblöcke gelagert und bearbeitet werden für das Eishotel. Wer hätte es gedacht? Oh weia.